Hallo und herzlich willkommen zu diesem Warframe-Kritik- bzw. Review-Video. Hatten wir schon vor ein paar Wochen zum Old Peace Quest, wo wir auch ein bisschen auf die Devil's Triad eingegangen sind. Heute soll es mehr um den Gameplay-Aspekt gehen, den wir da durch das Update bekommen haben. Mit dem Old Peace Update haben wir auch ein neues Event bekommen, nämlich das Blood of Parita. Im Grunde spielt man die ganz normale Parita Rebellion, den neuen Spielmodus, den wir bekommen haben, neben der Descendia. Und es ändert sich eigentlich nichts daran. Man kriegt eine zusätzliche Ressource, die kann man umtauschen, und die Belohnungen dafür waren für bestehende Spieler, die die letzten Events auch schon gespielt haben, nicht gut. Wir haben ein paar kosmetische Items bekommen, eine Honoria. Wir haben ein paar Schulterplatten bekommen. Was hatten wir noch bekommen? Ich glaube, ein Syandana. Und ich glaube, das war es schon im Grunde. Also mehr Interessantes gab es da eigentlich nicht. Für neuere Spieler, die die Arcanas noch nicht haben, ist das sicher was. Aber overall war dieses Event nicht wirklich interessant für bestehende Spieler, sondern eher für Spieler, die ihre Arcanas aufstocken müssen, beziehungsweise noch nicht vollgelevelte Arcanas besitzen. Deswegen, ja, es war sehr repetitiv, es war sehr eintönig, aber dazu kommen wir gleich. Das war das Event. Ansonsten haben wir die Descendia bekommen, und die Descendia finde ich wirklich, wirklich gut. Sie ist spannend, sie ist abwechslungsreich, sie hat wirklich neue Spielmodi mit dabei, also wirklich neue Spielmodi, nicht einfach nur einen alten Spielmodi im neuen Gewand. Und sie ist jede Woche anders. Es ist wieder eine wöchentliche Sache, habe ich schon in meinem Review-Video gesagt. Wöchentliche Sachen, sollten es nicht zu viel geben, aber an sich finde ich diesen Modus sehr, sehr spaßig. Zumindest für längere Zeit denke ich jetzt auch, dass es sehr, sehr spaßig ist. Es ist nicht super repetitiv, es ändert sich immer wieder und die Belohnungen sind gut. Nun, kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Die Parita Rebellion ist nicht gut. Und die Parita Rebellion ist neben der Descendia, die wir einmal pro Woche machen, der einzig neue Gameplay-Inhalt, den wir so wirklich bekommen haben. Und das größte Problem daran ist, es ist künstlich in die Länge gezogener Content, beziehungsweise künstlich in die Länge gezogener Grind. Und jetzt kann man sagen, okay, gab es schon immer künstlich in die Länge gezogener Grind. RNG oder entsprechende Drops für den neuen Content, immer musste man irgendeine Mission grinden und sie ist künstlich in die Länge gezogen. Aber hier fällt das besonders auf. Also künstlich in die Länge gezogener Grind ist nicht neu für uns, aber es ist hier so extrem. Und das ist nicht gut. Und ich will mal ein bisschen erklären, warum ich das so extrem finde. Also, jede Mission in der Parita Rebellion dauert geforst 12 Minuten. Es ist erzwungen, sie dauert 12 Minuten, danach kommt der Bosskampf. Es gibt keine Möglichkeit, diese Zeit zu verkürzen, egal wie gut man ausgerüstet ist. Man kann nicht eine Nova mitnehmen, um die Gegner zu beschleunigen, damit man schneller durch die Wellen kommt. Man kann nicht bessere Waffen mitnehmen, natürlich kann man sie mitnehmen, aber es macht keinen Unterschied, weil es immer 12 Minuten sind. Man kommt nicht schneller durch die Mission. Danach kommen dann 1 bis 3 Minuten Bossfight. Wenn man in einem guten Team ist, dauert der 1 Minute mit Extraction zusammen. Wenn man ein bisschen länger braucht, dann vielleicht 3 Minuten. Das heißt, man ist immer 12 bis 15 Minuten in dieser Mission gefangen. Und die Bosse, gerade in Gruppen, sind lächerlich schwach. Also der Hanhulus ist innerhalb von einer Minute down, die Prime Vanguard ist innerhalb von einer Minute down, die ein bisschen nervig ist, weil sie Waffen klaut. Und der einzig wirkliche Boss von den dreien, die man da bekämpfen kann, ist der Dactylus, der etwas stärker ist. Etwas stärker, nicht wirklich viel stärker. Deswegen auch da nicht gut. Ich hatte damals halt, als der Hanhulus gezeigt worden ist, direkt Eidolon-Vibes gehabt. Riesiger Boss, super geil mit den Schwachstellen abschießen, da wäre sicher noch mehr gekommen. Zweite Phase wurde angekündigt. Eidolon Hunten war eines der Peak-Momente in Warframe für damaliges Endgame. Es war interessant, man musste wirklich viel machen. Die Mission, man konnte sie beschleunigen, man konnte sie optimieren mit perfektem Gear etc. Man konnte eine Meta herausfinden. Auch das war dann eine Möglichkeit, aber sie haben trotzdem immer noch gebockt, würde ich behaupten. Also Tridolons zu machen oder auch nur schnell den einen Eidolon zu machen und möglichst viele Sentient-Kerne etc. rauszubekommen, das war cool. Auch gerade in der Open World. Und man musste viel beachten. Also, es war nicht so Larifari, ich will es nicht so ausdrücken, aber es war nicht so Content für Leute mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne.
Es war schon, man musste überlegen, wen man mitnimmt. Man musste die entsprechende Ausrüstung haben, man musste gute Warframes haben. Man hat eine Trinity zum Beispiel gespielt, damit die Köder überleben. Man musste die Köder haben, damit die Dinger nicht also die Eidolons nicht fliehen können. Und man sie einfängt und nicht nur tötet, weil Einfangen bringt mehr. Etc. etc. Man hat Oberon genommen, man musste auf Strahlung modden. Es gab so viel zu beachten, das optimiert werden konnte, aber man musste es theoretisch gar nicht optimieren, wenn man gar nicht so schnell durch musste. Und ich hatte ein bisschen gehofft, der Hanholus wird so Eidolon 2.0. Wurde er nicht. Naja, nun, kommen wir zu einem weiteren Thema. Diese 12 Minuten, sind die wirklich wichtig? Und ich sage euch jetzt mal was, eigentlich nicht. Was machen wir in diesen 12 Minuten? Ja, wir kriegen ein bisschen von den Ressourcen, das ist auch ganz nett, aber irgendwann hat man relativ viel davon. Gerade mit einem Booster, denn die werden durch Booster verdoppelt, wenn man einen Booster zufällig gerade hat. Und irgendwann hat man genug Ressourcen. Ich habe jetzt von den meisten Ressourcen zwischen 1000 und 10.000. Ich brauche gar nicht so viel. Eigentlich. Und ich habe sie jetzt halt. Okay, da sind sie da. Brauche ich die Ressourcen jetzt? Nö. Okay, was können wir dann noch machen? Es gibt immer wieder die kleineren Bosse, die Warframe-Bosse. Die kommen, die geben auch eine Zusatzressource. Das ist nett. Die sind aber ein bisschen zufällig. Ich würde so sagen, dass zwischen 2 und 4 pro Mission spawnen können. Ebenfalls in diesen 12 Minuten machen wir Aufgaben. Und diese Aufgaben verstärken unsere Waffen für den Endfight. Je nachdem, welche Fokusschule wir ausgerüstet haben, kriegen wir einen anderen Buff. Bei Madura ist es zum Beispiel Feuerrate für die Primär- und Sekundärwaffe. Bei Naramon zum Beispiel Nahkampf-Crit-Chance etc. Also da gibt es einige Buffs, je nachdem, welche Fokusschule man nimmt. Braucht man diese Buffs? Muss man diese Objekte überhaupt erfüllen? Denn dadurch kriegt man diese Buffs. Nein. Ich bin 12 Minuten lang in der ersten Area stehen geblieben, nachdem ich eine Aufgabe gemacht habe. 12 Minuten, Solo-Fight. Nach 12 Minuten kam ich in den Hanulus und der Bossfight war zugegeben etwas schwerer, ohne die Buffs und ohne ein Team. Er hat jetzt etwas länger gedauert. Vermutlich die erste Phase würde ich sagen 2-3 Minuten, während die zweite Phase wieder so maximal 2 Minuten war. Aber das war mit einer nicht gelevelten Mandonell. Da waren vielleicht 2 Mods drin verbaut. Für Damage und irgendeinen Strahlungsschaden oder sowas. Vielleicht sogar noch Crit, aber mehr nicht. Die war auf Level 29, da war kein Orokin-Beschleuniger, kein Former drin, nichts. Ich hatte kein Problem, diesen Gegner zu machen auf Steel Path Level. Es war ziemlich lächerlich. Und die zweite Phase, gerade die zweite, man muss sich nicht bewegen beim Hanholus. Also diese Buffs, die man in den 12 Minuten verdient, sind relativ irrelevant. Diese Bonusressource von den Warframes, die manchmal spawnen, die ist interessant, denn die spawnen wohl nicht, wenn man nicht auch weiter in der Mission, ja, fortschreitet. Wenn man nur in der ersten Ebene bleibt, dann passiert da nichts. Also da kommen zwar die normalen Gegner, aber es spawnen keine Warframes. Das heißt, man kriegt nicht die Zusatzressourcen. Okay, das bringt dann was. Aber ansonsten sind diese 12 Minuten geforste Spielzeit irrelevant für den eigentlichen Drop. Ein weiteres Problem ist, gerade angesprochen, die Warframes also die Warframe-Gegner in der Mission droppen die Boss-Ressourcen. Allerdings nur 2. Jedes Mal, wenn man einen dieser Warframes besiegt. Und zwar zufällig. Und dieser Loot lässt sich nicht durch Buffs erhöhen. Also er wird nicht verdoppelt durch Ressourcenbooster. Ebenfalls natürlich nicht der Drop am Ende nach dem Bosskampf. Das ist ein geforster Drop. Der wird nicht beeinflusst durch Ressourcenbooster. Was aber auch sehr schade ist, dass diese Drops von den Warframes, weil das ja eigentlich normale Gegner in der Mission sind, werden auch nicht beeinflusst durch Korra, Necros oder Hydroid. Necros würde natürlich nur für mehr Drops sorgen, die Wahrscheinlichkeit sorgen, dass es mehr Drops gibt. Das heißt mehr Drops. Die Anzahl wird nicht erhöht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas droppt, wird erhöht. Während Korra und Hydroid jedoch dafür sorgen würden, dass halt mehr Drops kommen würden. Also es würden tatsächlich mehr Ressourcen pro Warframe droppen. Gibt's nicht. Und das zieht natürlich den Grind nochmal deutlich in die Länge. Und diese Missionen, ja, sie haben unterschiedliche Aufgaben. Immer wieder gibt es andere Aufgaben. Aber dadurch fühlen sie sich nicht abwechslungsreich an. Ich weiß nicht wieso, aber für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch da ist, aber für mich persönlich sind die unterschiedlichen Missionen, die man in der Parita Rebellion macht, irgendwie sehr, ja, nicht spannend, nicht abwechslungsreich. Und es sind dann halt auch immer dieselben 7, 8 Missionen, verschiedene Missionstypen, die man in dieser Mission macht. Und sie dauern meistens länger. Sie sind meistens eher nervig als spannend. Und die 3 verschiedenen Bosskämpfe am Ende sind da, wie gesagt, auch keine Hilfe in dieser Hinsicht, weil sie einfach zu schnell down gehen.
Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn wir einen neuen Warframe haben bei Bosskämpfen oder in Überlebensmissionen, dann spielen wir auch immer dieselbe Mission. Das ist ja nichts Neues. Und in Überleben können wir auch nichts beschleunigen. Das sind auch immer 5 Minuten, bis der Drop kommt. Aber dort haben wir ein anderes Element mit drin, nämlich das Element des Glücks. Wir haben RNG. Wir können nach 4 Runs theoretisch durch sein, vielleicht sogar nach 3 Runs. Also normalerweise müssen wir ja nicht die Blaupause in einer Mission farmen, sondern nur die Teile eines Warframes oder die Teile einer Waffe. Manchmal auch die Blaupause. Aber ich sag mal, zwischen 3 und 4 Drops müssen wir bekommen. Jetzt sagen wir, okay, wir sind sehr glücklich und haben die nach 3 bis 4 Drops. Bedeutet, selbst wenn diese Drops nur in Rotation C, einer Überlebensmission, droppen sollten, das heißt nach 20 Minuten, dann sind wir mit etwas Glück zwischen 60 und 80 Minuten Spielzeit plus Menüzeit zum Auswählen und so weiter, dass man weitermachen möchte und in die Mission starten, sind wir durch. Also 1,5 Stunden maximal, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, dauert es natürlich ein bisschen länger, aber an sich, das ist überhaupt kein Vergleich. Bei der Parita Rebellion sind das für jede Waffe deutlich länger, also wir brauchen für jede Waffe deutlich länger an Zeit, bis wir genügend Ressourcen haben. Und das rechne ich euch jetzt einmal vor. Also, jede Tauron-Waffe benötigt 150 Ressourcen von jedem Boss. Pro Mission bekommt man zwischen 10 und 20 Drops dieser Ressource. Sind wir mal großzügig, wir rechnen mit 20, okay? Wir haben ja ein paar Zusatzdrops. Vom Boss kriegt man so 10 bis 15. Heißt, wenn wir 2 bis 3 Warframes hatten in der Mission, die 2 Ressourcen gedroppt haben, sagen wir mal, wir rechnen mit 20. Ich denke, das ist sehr großzügig. Das sind dann pro Boss, das heißt der Hanhulus, der Dagdalyst und die Prime Vanguard, 7,5 Missionen, die man abschließen muss, um von der Ressource genügend zu haben. 7,5 Missionen mal 3 Bosse sind 22,5 Missionen. Wir sind nett und weil sich's besser rechnen lässt, rechnen wir jetzt also einfach mal mit 22 Missionen pro Waffe. Jede Mission dauert 15 Minuten. Ich bin jetzt mal so auf 15 Minuten, 13 Minuten für die Mission Minimum, plus 2 Minuten Pufferzeit, falls man mal länger braucht, falls irgendjemand nicht zum Ausgang geht und die Menüzeit, die Mission erneut zu starten und da wieder rein zu joinen. Würde also 22 mal 15 ergeben. 22 mal 15 Minuten sind 330 Minuten. Das sind pro Waffe 5,5 Stunden. Pro Waffe. Das ist enorm, wenn man das mal vergleicht. Theoretisch sind wir mit einer Waffe, die wir normalerweise farmen würden, bei Überlebens-Mission C-Rotation, innerhalb von 60 bis 80 Minuten, wenn wir Glück haben, durch. Und neuerdings kriegt man ja auch eine Ressource, da kann man die Sachen normalerweise umtauschen. Das heißt, man wird nicht auf diese 5,5 Stunden pro Waffe kommen. Die muss man nicht farmen in den normalen Fällen, seit wir auch Ressourcen bekommen, wo man das in entsprechenden NPC-Menüs umtauschen kann. Und 5,5 Stunden geforste Spielzeit, das ist viel. Das Ganze müssen wir 5-mal machen. Für alle Waffen. Das sind fast 25 Stunden. Das muss man sich mal vorstellen. Also, das sind mehr als 25 Stunden. Aber ja, das ist enorm viel. Und ja, ich weiß es natürlich, ich bin nett, ich rechne auch noch die Quest-Ressourcen mal davon ab. Wir kriegen durch den Quest jeweils 75 Ressourcen von jedem Boss, wenn wir den Old Peace abschließen. Das sind im Grunde 12 Missionen, die wir da wegrechnen können. Das sind 2,5 Stunden, die man sich spart. Das heißt, wir sind trotzdem immer noch bei 25 Stunden, die wir brauchen, um alle Waffen zu farmen. 25 Stunden. Wann habt ihr in einem Warframe-Update für 5 Waffen, die ihr farmen wollt, das letzte Mal 25 Stunden geforsten Grind gehabt? Ihr könnt das nicht beschleunigen. 25 Stunden sind die Zeit, die ihr braucht. Ihr könnt nicht schneller durch. Vielleicht ein bisschen. Und dazu komme ich gleich noch zu sprechen, aber im Grunde ist das ein Richtwert. 25 Stunden für 5 Waffen. Das ist, ja, nicht gut. Das fühlt sich nicht belohnend an. Ich habe ja gesagt, man kommt ein bisschen schneller durch, möglicherweise. Und ja, ich weiß, man kann täglich bei Marie 15 Ressourcen einer Boss-Ressource umtauschen. Bedeutet, wir haben irgendwelche Ressourcen, die wir in der Parita Rebellion gesammelt haben, die tauschen wir um und kriegen 15 Mal den Loot vom Anhulus oder vom Dagdalyst. Das einmal pro Tag. Aber da wir diese Ressourcen auch zum Leveln der neuen Focus Tree Nodes brauchen, und ja, für jedes Level der einzelnen Nodes brauchen wir die wieder,
Bedeutet, wir haben pro Focus Tree 3 neue Nodes, die sich jeweils 3-mal leveln lassen. Bedeutet, das sind 9 unterschiedliche Level, die man da reinstecken muss. Und jedes dieser neuen Level braucht pro Fokusschule, ne, pro Fokusschule sind diese 9 Level, braucht auch wieder die Ressourcen von diesen Bossen. Das heißt, da rechne ich die jetzt einfach mal nicht mit, diese Bonusressourcen von Marie, weil wir auch sehr nett gerechnet haben. Wir haben zum einen nett gerechnet, zum anderen brauchen wir die für die Focus Trees. Dementsprechend, Und das macht im Grunde, ja, 25 Stunden erzwungene Spielzeit der immer gleichen Mission, wenn ich richtig gerechnet habe, und ich glaube, das habe ich. Und das ist nicht belohnend. Das fühlt sich nicht gut an. Besonders in einem Spiel wie Warframe, wo wir schon an RNG gewohnt sind und dass wir halt gewohnt sind, dass wir die Missionen beschleunigen können. Dass wir schneller durchkommen, wenn wir Sachen optimieren, wenn wir besser spielen, wenn wir lernen, wenn wir die richtigen Waffen mitnehmen. Das ist hier alles nicht möglich. Und das ist mein Problem mit der Parita Rebellion, beziehungsweise mit dem Gameplay, was uns der Old Peace gebracht hat. Es ist einfach zu wenig. Die Descendia, die ist gut. Aber sie macht man nur einmal pro Woche. Und auch wenn die Arcanas, die man da bekommt, sehr interessant sind und uns auch für die normalen Missionen was bringt, ist es irgendwie anders. Wenn wir das mal mit dem Warframe 99 vergleichen, da hat man auf was anderes hingearbeitet. Das waren 5 unterschiedliche Missionen, die man da machen konnte. Die waren jetzt auch nicht super neu. Das waren auch alte Missionen im neuen Gewand. Aber es waren auch neue Gegner interessant. Es gab neue Arcanas, die man da verdienen konnte. Aber besonders, man hat weitergearbeitet an der Beziehung mit den Hex-Syndikat-Members, damit man den Quest zu Ende spielen konnte und damit man einfach auch eine bessere Beziehung hatte. Vielleicht sogar seinen Dating-Partner bekommen hat. Da hatte man ein anderes Ziel, als einfach nur, ich baue jetzt mir eine Waffe zusammen für meinen Tauron Strike und ich muss das theoretisch machen, damit ich halt die entsprechenden Operator-Buffs bekomme durch die Mods. Denn die Ults sind nicht wirklich gut, aber dazu habe ich mich ja schon mal geäußert im letzten Review-Video. Und nochmal zu Warframe 99 mit den Kim Messenger. Die Beziehungen zu den Hex-Syndikat-Members hat man ja immer wieder erhöht, wenn man die Mission gespielt hat. Das war ein zusätzlicher Ansporn. Bei der Parita Rebellion ist das nicht so. Wir kriegen nicht mehr Standing bei Lyon oder bei Rove oder bei Marie, nur weil wir die Parita Rebellion spielen oder die Descendia. Nein, das geht alles über den Kim Messenger. Da ist überhaupt kein Anreiz in der Hinsicht. Und ja, ein weiteres Problem, das in der Zukunft da sein wird, ist, dass die Parita Rebellion vermutlich toter Content sein wird. Die Leute, die das jetzt zusammenfarmen, der Großteil der Spieler, die an diesem Zeitpunkt der Story angekommen sind, die farmen das jetzt in den nächsten Monaten zusammen und dann wird diese Mission vermutlich nie wieder gespielt. Außer von Leuten, die mit Warframe gerade erst angefangen haben, beziehungsweise relativ neu sind in Warframe und diese Waffen farmen wollen. Das wird kein langwieriger Modus sein. Und wie schon angesprochen, bringt uns das ganze Update nicht wirklich was für die normalen Missionen. Bis auf ein paar interessante Arcanas und die Operator-Mods, die unseren Verstärker verstärken, die unsere Amp verstärken. Mehr macht's aber auch nicht wirklich. Denn die Tauron Strike Ults selber machen nicht viel Damage, die Animationen dauern viel zu lange, häufig sind die Gegner schon weggerannt aus dem eigentlichen Einzugsgebiet der Ult, ich nenne es mal so. Und ja, sie lädt sich auch sehr langsam auf. Es ist nicht wirklich gut. Die beste Ult vom Damage her, von dem, dass man auch wirklich Gegner trifft, ist die von Madurai, der Bogen. Die hat mehr AOE als alle anderen. Die muss nicht zielen im eigentlichen Sinne. Und man kann nicht die Fokus-Ults einer anderen Fokus-School auf seine Fokus-Ult, die man gerade nutzt, rüber switchen. So einen Adapter bräuchten wir eigentlich. Also, ich spiele zum Beispiel sehr gerne Nahkampf-Warframes. Zum Beispiel Valkyrie oder Garuda. Oder generell auch Nahkampfwaffen. Da bietet sich natürlich der Naramon-Fokus an, weil ich nicht auf Combo-Dauer modden möchte. Ich möchte mehr Damage für meine Nahkampfwaffen haben. Den Combo-Dauer kriege ich über meinen Focus-Tree. Die Naramon-Ult ist aber nicht gut. Dementsprechend wäre ich für eine gute Fokus-Ult, die wirklich was bringt im Moment, gezwungen, den Naramon-Fokus aufzugeben. Das bringt mir aber für mein Gameplay gar nichts. Dementsprechend, was tausche ich? Einen unendlichen Combo-Multiplikator plus ein paar zusätzliche Buffs durch den Naramon-Fokus gegen eine Ult, die ein bisschen Damage macht, aber auch nicht viel, aber besser ist als die ich jetzt habe? Nicht gerade belohnen, würde ich sagen. Und eine Sache, die
wir auch schon getestet hatten, die leider nicht funktioniert, was ich ja gehofft hatte. Die Tauron Strikes Ult können nicht benutzt werden, wenn man gedownt worden ist. Ich dachte, hey, das wäre doch eine super Möglichkeit. Tauron Strike Ult, die machen wahrscheinlich deutlich mehr Damage als unsere Amp, wäre eine zusätzliche Möglichkeit, sich selber wiederzubeleben durch den passiven Operator Skill Tree. Wenn man gedownt ist, kann man ja die 5. Taste drücken, dann wechselt man in den Operator und wenn man ein paar Gegner tötet, dann belebt man sich selber wieder. Das geht nicht, weil man ja mit dem Warframe interagiert in der Ult, dementsprechend der ist gedownt, funktioniert also nicht. Bringt nichts. Ja, also das ist mein größtes Problem bei diesem Update und ich versuche noch ein bisschen das Gute darin zu sehen. Wir haben Kritik auf hohem Niveau, ja, ich habe auch keinen Spaß groß daran, groß Kritik an Warframe zu üben. Besonders, weil dieses Update von den Zahlen her eines der besten Updates der letzten Jahre war. Das hatten sie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Seit dem New War eigentlich ist das Update mit den meisten Spielerzahlen. Da müsst ihr mal auf auf Steam Database gucken. Es hat super viele Spieler generiert für Warframe. Super viele Leute waren gleichzeitig online. Das ist super schön für Warframe, aber für die Veteranspieler ist das alles ein bisschen meh und das Gameplay ist halt auch so zu repetitiv, zu langweilig, zu wenig. Und man kann jetzt sagen, hey, das ist das erste Kapitel eines ganz, ganz neuen Buches für Warframe. Wir haben jetzt so den Einstieg in Tau und das wäre auch das, womit man, ich denke, am ehesten diesen mangelnden Content entschuldigen kann, indem man jetzt sagt, okay, das ist das erste Kapitel. Und das erste Kapitel muss noch nicht so viel Sinn machen und noch nicht super spannend sein. Das erste Kapitel ist die Einleitung. Und du kannst die Einleitung nicht bewerten, wenn du noch nicht die Mitte des Buches kennst oder das Ende des Buches. Ob das ganze Buch jetzt schlecht ist. Warframe an sich ist natürlich nicht schlecht, aber ob dieses Kapitel schlecht sein wird, I don't know. Aber die Einleitung war nicht überzeugend. Das ist das Problem. Die Einleitung war der Quest. Das Gameplay dahinter, das war nichts. Zu guter Letzt, eine Sache habe ich dann noch anzusprechen, genau zu diesem Thema dann auch noch. Ich habe, wann war denn das? Ich glaube zu Silvester eine Umfrage gestartet hier auf dem Kanal und gefragt, was ihr für 2026 von Warframe erwartet. Und ein Großteil von euch, über 50%, ich freue mich außerdem, dass sehr viele da mitgemacht haben, haben dafür abgestimmt, dass Tau schon bereisbar sein wird ab der TennoCon. Und das hoffe ich, dass das auch so passiert. Denn wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt wenig Gameplay Neues reingebracht, weil wir uns auf den Quest und auf Quality of Life-Kram fokussiert haben, wie zum Beispiel dem Operator Face Rework. Und ansonsten gingen alle Ressourcen, die wir an Arbeit gesteckt haben, schon in die Entwicklung von Tau rein, sodass ihr nicht bis zum nächsten Dezember warten müsst, bis ihr nach Tau kommt oder bis ihr das nächste große Story-Update mit wirklich viel Gameplay-Elementen bekommt. Nein, das bekommt ihr dann schon direkt bei der TennoCon und es wäre wieder Zeit. Das letzte Mal, dass wir sowas hatten, dass auf der TennoCon gesagt worden ist, es ist spielbar genau jetzt. Das ist schon einige Zeit her. Einige Jahre müsste das schon her sein. Dementsprechend, es wäre wieder an der Zeit. Ich hoffe, sie bringen Tau mit der TennoCon raus oder das nächste große Story-Update, wo dann wirklich viel Gameplay Content kommt. Aber das ist alles noch Zukunftsgelaber. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Lasst doch einen Kommentar und ein Like da. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.